Oh, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute starten wir an der Werkbank, wie man sieht, denn ich habe mal wieder ein bisschen Handarbeit geleistet und ich würde mal sagen, echten Orgelbau betrieben. Es hat mich einfach ein bisschen was gestört, also musste meine Orgel weiterentwickelt werden. Aber ich schleife das eben noch zu Ende und dann bauen wir dieses letzte Teil an und ihr seht dann sofort, was los ist. Also schnell noch fertig machen. So, noch ein bisschen Staub entfernen hier. Und dann haben wir eine wunderbare Blendleiste. Wofür die ist, das sehen wir uns jetzt gleich an, wenn wir rübergehen zum Spieltisch. Und da zeige ich euch dann, was wieder mal alles passiert ist. Also, viel Spaß! So, jetzt komme ich mal rüber hier mit meiner Leiste, Schraubenzieher und ein paar Schrauben. Und man sieht schon, ich stehe mal wieder auf. Man sieht hier schon meine Neuerung. Ja, ich habe es getan. Ich habe einfach meine Manuale nochmal umgebaut, nachdem ich im Januar ja jetzt gerade eben erst mir 3 gleiche Keyboards besorgt hatte, habe ich diese 3 Keyboards jetzt vollständig zerpflückt. Das einzige, was übrig geblieben ist, sind hier die Tasten und habe diese eingebaut in eine Holzkonstruktion. Und darum soll es heute gehen. Ich schraube nur zuerst mal diese Leiste an und dann erzähle ich euch den Rest. Also bauen wir jetzt erstmal kurz diese Leiste hier ein und hoffen, dass die dann einigermaßen gut da jetzt schön reinpasst. So, saugend, schraubend, wie mein Mann seiner. Da passt es. Hier passt es. Dann sollte es auch hier passen. Hoffen wir zumindest. Ja, es lässt sich reinschrauben. So. Und damit ist jetzt die letzte Blendleiste gesetzt und wir können ein bisschen näher rangehen, damit ich euch das Projekt Spieltisch mal erklären kann. Warum, wieso, weshalb habe ich jetzt diesen ganzen Aufwand getrieben.
So, jetzt haben wir die Perspektive gewechselt. Wir sind wieder mit dem vollen Blick auf den Spieltisch. Jetzt, warum das Ganze aus den 3 Keyboards quasi jetzt so einen Aufwand treiben und mit Echtholz hier nochmal die ganzen Klaviatur einrahmen, hatte einfach den Grund, dass dieser Aufbau jetzt mit den 3 gleichen Keyboards wurde ganz einfach immer größer und immer höher, und wenn ich auf das letzte Manual zugreifen wollte, dann musste ich die Arme schon sehr hoch nehmen und musste sehr weit nach oben spielen. Und das Problem war ja von Anfang an gewesen, dieser alte, ursprüngliche Tisch, den ich gebaut hatte, war ja von den Maßen her an das E-Piano angelehnt. Das heißt, ich hatte die Höhe der Klaviaturen so berechnet für diesen Tisch, dass mit dem E-Piano das auf der richtigen Höhe ist. Und das stimmte natürlich mit den Keyboards jetzt alles überhaupt nicht mehr überein. Die Keyboards sind deutlich niedriger als das E-Piano. Demzufolge musste ich sehr weit unten jetzt schon wieder spielen. Und ich wollte eigentlich ganz gerne endlich mal einen Zustand haben, dass meine Hauptwerkorgel hier zu Hause auch der richtigen Norm entspricht, die man in jeder Kirche wiederfindet. Stellt sich natürlich auf der einen Seite die Frage, was ist das für eine Norm? Auf der anderen Seite, wie habe ich das jetzt umgesetzt? Und das gucken wir uns einfach mal eben an. Ich habe hier einen kleinen Zettel mal vorbereitet. Da sieht man, worum es im Prinzip geht. Ich halte euch das jetzt hier in die Kamera. Das wäre so ein Spieltischschnitt, wie man ihn normalerweise kennt, sozusagen. Und man sieht hier ein paar Maße, auf die es im Prinzip ankommt. Und das ist einmal diese Höhe, die von der Oberkante der Pedaltaste bis zur Vorderkante des ersten Manuals gezogen ist. Diese Höhe, kann man wahrscheinlich im Video schlecht lesen, darf 765 plus minus 5 mm nicht unter- oder überschreiten. Ebenso sollte bis zur Unterkante des Bodens, zwischen Pedal und Boden sozusagen, eine Höhe von mindestens 645 bleiben. Und wenn ich hier oben zu den Manualen gucke, dann sollte hier ein Höhenversatz von 55 bis 60 sein und ein Rückversatz von 100. Das sind die sogenannten BDO-Normmaße. BDO steht dabei für Bund Deutscher Orgelbaumeister. Und das ist so festgelegt worden für alle Spieltische, damit ein Organist an jeder Orgel sofort sich zu Hause fühlen kann und weiß, wie das ist. Und deswegen habe ich versucht, mit diesem ganzen Ding das wiederherzustellen. Das heißt natürlich, ich habe hier einen Aufbau gebaut, wo die Manuale um 100 versetzt und um 60 nach oben ansteigen. Damit habe ich jetzt tatsächlich wieder normale Höhen hier und normale Greifweiten nach hinten. Und ich habe natürlich die Höhe hier, deswegen habe ich hier diese Blendleiste noch montiert vorhin, diese Höhe korrigieren müssen, denn das hier wäre die normalerweise jetzt ja der Unterboden vom Spieltisch, aber da das E-Piano viel höher war, musste ich noch eine Fußleiste, eine Sockelleiste lassen sozusagen. Die sieht man auch in den kleinen Kamerafahrten zwischendurch als schwarze Leiste. Das sind noch die Sockelleisten, die ich immer schon unten drunter hatte, wo jetzt nur die Keyboards dazwischen lagen. Das heißt, wir haben eine Sockelleiste und dann diesen Aufbau mit 60er Höhe und 100 nach hinten, sodass diese Oberkante von diesem Manual, die wir hier sehen, tatsächlich jetzt 765 über der Pedaltaste ist. Und dass dem so ist, das können wir uns, und dass die Maße stimmen, können wir uns mit der Handkamera, also mit dem Handy, nochmal kurz angucken. So, jetzt sind wir von oben sozusagen über dem Pedal. Man sieht da schon einen Zollstock liegen, Gliedermaßstab vornehmen. Und es geht jetzt darum, dass man, da das Pedal ja ganz leicht einen Radius macht, von hier nach da, ist die tiefste Taste dieses D. Und von diesem D, Oberkante D aus gemessen, darf jetzt gerade hoch die Oberkante des Manuals mal gerade so bei 765 liegen. Und wie wir das sehen, tut es das jetzt exakt. Ja, wir haben jetzt eine exakte Manualhöhe von 765 über dem Pedal. Das war der erste Punkt. Wenn wir jetzt weiter gucken, das habe ich eben mit der Holzkonstruktion so gebaut, dann springt jetzt dieses Manual zum nächsten
100 vor oder das nächste 100 zurück. Genauso auch eine Stufe höher. Auch hier haben wir genau 100 Rücksprung. Und wir haben hier die insgesamt geforderten Höhe von 60, die dort erlaubt ist, jeweils auch dort. Die nächste Stufe ist wieder 60 über der ganzen Geschichte. Und insofern haben wir jetzt tatsächlich diese Maße schon mal eingehalten. Und was wir auch noch sehen können, ich halte nochmal den Zollstock hier ran, richtig aufsetzen auf der Taste D wieder. Dann sehen wir auch, dass die Unterkante von meinem Gesamtspieltisch bei 653 ist und damit auch entsprechend die Höhe von 645 als Mindestmaß hier eingehalten ist. Und damit ist jetzt tatsächlich endgültig mein kleiner Hauptwerkspieltisch den Maßen einer echten Orgel in jeder Kirche gleich. Und jeder, der auf einer Kirchenorgel spielen kann, kann auch hier sofort loslegen, ohne sich umgewöhnen zu müssen. Dazu ist noch ein weiterer Punkt wichtig. Und das sehen wir, wenn wir hier mal von oben gucken. Wenn wir hier von oben direkt gucken, dann sehen wir, dass die Taste Dis 1 im Manual ziemlich genau über dem Dis 0 vom Pedal liegt. Und das ist auch ein Teil der heutigen Norm, damit man sich mit den Füßen richtig zurechtfindet. Bei einem Pedal wie hier, das bis zum F geht, sollte im Idealfall Dis über Dis liegen. Eine andere Option wäre, dass man C über C legt. Das ist aber hier, wenn man gerade runterpeilt, nicht mehr der Fall, sondern hier ist tatsächlich Dis über Dis bei mir gelegt. Das sind diese Normmaße. Okay, jetzt wisst ihr im Prinzip, warum ich diesen Aufwand getrieben habe, und es hatte noch einen Vorteil, denn ihr erinnert euch an das Video vielleicht von der Fehlersuche, die wir neulich gemacht haben. Jetzt habe ich noch einen Vorteil. Dadurch, dass ich diese Manuale selber gebaut habe sozusagen, haben die den Vorteil, dass ich hinten Scharniere angebracht habe. Das heißt, wenn ich jetzt ein technisches Problem habe, dann kann ich hier einfach die Manuale hier oder auch hier hochklappen. Das heißt, ich kann jederzeit von hier in die Technik hinein greifen, weil da auch dann direkt die Platine hinter eingebaut ist. Insofern noch ein Vorteil, die ganzen Manuale sind wartungsfreundlicher. Und insofern macht es jetzt, denke ich, endlich mal wieder richtig Sinn, auch zu Hause weiter üben zu können, denn die Maße stimmen und ich kann endlich ohne große Anstrengung in den Schultern auch auf dem dritten Manual wieder spielen. Und so kann man jetzt im Prinzip endgültig hier wieder auf einer vernünftigen Höhe, man sieht das hier auch, auf einer vernünftigen Höhe spielen und trotzdem auch auf dem dritten Manual eine Solostimme mal wieder spielen. Also jetzt ist diese Entfernung hier einfach nicht mehr so weit, und der Vorteil ist auch, die Bildschirme hier rechts und links passen endlich wieder mit Abstand über die Klaviaturen. Das Notenpult konnte weiter runter und jetzt hat das Ganze wieder Maße, sodass man sich zu Hause fühlen kann sozusagen. Und jetzt können wir einigermaßen schöne Musik machen und
wer sich gewundert hat, was hier auf meinem Bildschirm zu sehen ist, auch mal ein bisschen Werbung für den vielleicht bekannten Piotr Grabowski, der sehr, sehr schöne Sample-Sets einfach gratis anbietet. Hier ein Sample-Set jetzt gerade von der Orgel in Friesach, die Eisenbart-Orgel aus dem Jahr 2000, die eigentlich sehr schön auch aufgemacht ist und die sehr schöne Klänge auch bietet. Allein schon der Prinzipal hier. Und natürlich auch dann die Schwellwerksklänge mit Zungen. Und natürlich dem Solowerk, wo sogar eine Chamade dabei ist. Und damit lässt sich auch schön Musik machen. Also das ist so ein bisschen eine Neuentdeckung, diese Sample-Sets von Friesach. Ich rate jedem, guckt mal vorbei auf der Webseite. Ich kann die unten vielleicht einfach mal verlinken. Dann freut er sich, wenn auch andere da einfach mal vorbeigucken. Und ich kann jetzt nochmal einfach ein bisschen mehr sozusagen wieder ins Üben kommen und meinen wunderschönen Spieltisch für mich hier ausnutzen. Soweit das kurze neue Update und ich wünsche euch was.